Hier ist YouTube mit den Computer Gaming News. Heute im Studio OsOk's OD. Jo Leute, herzlich willkommen zu den Computer Gaming News. Es ist wieder Zeit für eine neue News, es ist wieder ein bisschen was passiert, diesmal ein bisschen länger als eine Woche her. Und ja, ich musste natürlich auch relevante Informationen sammeln, weil es ist einfach momentan vor Weihnachten, das ist die Flaute, hatte ich schon in meinem letzten Video erwähnt und da wisst ihr ja genau, Mensch, da passiert nicht mehr so viel, weil ja auch alle IT-Unternehmen und auch die ganzen Computerunternehmen, die haben schon alles rausgepustet, was es gab. Wir hatten die großen Ankündigungen, wir hatten die Releases jetzt im November und da kommt erstmal nichts mehr bis nach dem Weihnachtsgeschäft. Aber ich habe wieder ein paar Themen gefunden, die vielleicht euch auch interessieren könnten. Und wir springen direkt ins erste Thema und zwar gehen wir in den Mobilfunkbereich. Es geht um das Thema Motorola. Jeder, der von euch schon ein bisschen älter ist, der kennt wahrscheinlich noch den Handyhersteller Motorola, so genau wie BlackBerry oder auch zahlreiche andere Handyhersteller. Die haben Anfang der 2000er, Ende der 90er die ersten Klapp-Handys vorgestellt gehabt. Also diese, vielleicht kennt ihr die noch, diese Schalenhandys, die auf und zu gingen. Motorola hat jetzt ein Remake ihres klassischen Motorola RAZR Handys vorgestellt. Das könnt ihr euch jetzt hier angucken und da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Like me no more. Shining like a supernova, brand new code hanging on my shoulders. I got what you need, I'm your main controller. So hop right in and don't take it slower. Get on up to my cloud, ain't nobody here's taking us down. Hit 'em with the rhythm, banging that sound. That's when we get 'em, hit the whole town. Got what you want, I got what you need. You bring the light, I got the keys. Come turn me on, can't get enough. Don't fit the box, don't fit the mold, cause you know I just tear it up. They don't make 'em like me no more. They don't make 'em like me no more. Make 'em like me no more. So, nachdem ihr jetzt gerade diesen Einspieler gesehen habt, ich wollte den einfach mal komplett auf euch wirken lassen. Das ist das überkrasse, geile Falthandy. Wirklich, also die Ankündigungen, die ja letztes Jahr oder beziehungsweise jetzt in den letzten paar Monaten ja gewesen waren von Apple. Hey, wir haben eine Dreifachkamera, eine Vierfachkamera, eine Weitwinkelkamera. Motorola denkt sich, Entschuldigung, darf ich mich falten? Es ist halt so, dass Motorola das sogenannte Motorola RAZR als Falthandy und als Remake rausbringt. Ich finde das Handy richtig geil. Die technischen Spezifikationen könnt ihr der Videobeschreibung entnehmen. Ist natürlich vergleichbar mit einem Apple iPhone, zwar nicht in der höchsten Ausstattung, also in der High-End-Variante oder mit einem OnePlus oder auch mit einem Samsung Galaxy kann man das auch vergleichen. Aber hier kann man auf jeden Fall mal sagen, hey, selbst wenn man jetzt sagt, man hätte das Samsung Galaxy Fold, was sich ja auch so in zwei Richtungen falten lässt, ich finde das Motorola richtig schnieke und wenn man sich vorstellt, das Handy ist nur noch halb so groß, dann ist das eine richtig geile Aktion. Ja, dann springen wir als nächstes in Sachen Computerspiele mal rein und zwar wurde ein neues Computerspiel angekündigt. Gestern kam der offizielle Trailer raus, den ihr jetzt gerade hier sehen könnt und zwar handelt es sich um Jesus Christus. Ich bin Jesus Christus. Und ja, man kann in dem Computerspiel als Jesus Christus sozusagen Wunder verbringen. Man hat an der Anzeige unten rechts so eine, ich sag mal, wunderbar, also so eine Leiste, wo halt die Kraft der Wunder, die man bewirken kann. Man kann halt über Wasser laufen und man kann halt den Leuten die Krankheiten heilen und sowas. Das, was Jesus Christus laut der Bibel halt kann. Ich finde das extrem lustig. Ich denke, das ist eine riesengroße Parodie. Das Spiel ist noch ist ein Indie, also es ist noch in der Produktion und ist noch nicht verfügbar. Findet ihr aber auch auf Steam mittlerweile schon mit den ersten, ja, ich sage jetzt mal Ankündigungstrailern und mit den ersten Gameplay-Inhalten. Wer mal schon immer Jesus Christus nachspielen wollte, der wird da auf seine Kosten kommen. Ja, wir bleiben beim Thema Spiele und es geht weiter mit Riot Games. Wie ihr euch ja erinnern könnt, hatte ich ja vor 3 Wochen, ja, 4 Wochen, als die CGN ja Ende Oktober rausgekommen sind, darüber gesprochen, dass Riot Games ja ganz viele neue Spiele rausbringen möchte. Nun hat es einen Skandal Riot Games ja erwischt und zwar muss Riot Games 10 Millionen Dollar Schadenersatz bezahlen. Jetzt fragt ihr euch, wie kommen diese 10 Millionen Dollar Schadenersatz zusammen oder was ist der Hintergrund? Nun ja, das Ganze basiert darauf, dass wohl in der Company von Riot Games oder generell bei League of Legends oder in den ganzen Bereichen
in der Gaming-Produktion, im Publish-Management und auch im Marketing eine starke, ich sage jetzt mal, Männerfixierung gewesen ist. Heißt also, es gab wohl Diskriminierungen, Sexismus gegen Frauen oder sowas und da haben sich weibliche Mitarbeiterinnen angegriffen gefühlt und haben dann gegen Riot Games gemeinschaftlich geklagt. Diese Klage ist vor dem amerikanischen Gericht durchgegangen und dementsprechend muss Riot Games den Mitarbeiterinnen oder ehemaligen Mitarbeiterinnen 10 Millionen Dollar Schadensersatz, Schmerzengeld oder sonst was auch immer bezahlen. Ich selber kann das Ganze nicht so ganz nachvollziehen, weil natürlich die Gaming-Branche ist natürlich männerdominiert. Auch bei League of Legends, wenn man sich das Ganze halt natürlich anschaut, sind die weiblichen Charaktere natürlich entsprechend dem normalen Schönheitsideal gestaltet. Das heißt, wenn man sich jetzt mal eine Ari anguckt oder eine Riven anguckt, die ja sonst ja eigentlich einen, ich sage jetzt mal, kämpferischen Charakter darstellt, hat der weibliche Charakter Riven natürlich trotzdem die passenden weiblichen Proportionen. Das heißt, oben eine lange normale Schulter, dann große Brüste, schmale Taille, ordentliche Hüfte und Po, ja, und dann ist sie aber eine Kämpferin sozusagen. Aber die Details und die Models, die sozusagen für die weiblichen Charaktere in den Spielen bisher verwendet worden sind, waren doch schon stark hypersexualisiert. Da gab es auch schon mal vor, ich glaube, in einem halben Jahr eine Debatte drüber. Wenn ich den Artikel noch finden sollte, dann findet ihr den auch nochmal in der Videobeschreibung, könnt ihr euch dazu durchlesen. Da wollte ich euch einfach nur drüber informieren. Was mich natürlich wieder so ein bisschen daran stört, ist halt, wird wieder auf diese Debatte, es gab ja auch vor einem Jahr diese MeToo-Debatte, da wird wieder auf irgendwas aufgesprungen, um nochmal Gelder rauszukloppen. Finde ich nicht so geil, ist nicht ganz mein Ding. Ich meine, so wenn man mit dem Arbeitgeber nicht zufrieden ist, kann man auch kündigen. Man hat ja die freie Wahl, man muss ja da nicht bleiben. Und ja, von da aus hier jetzt als Randnotiz einfach nur, dass ihr es gehört habt. Falls es jetzt doch in der Spieleproduktion mit Riot Games ein bisschen langsamer vorangehen sollte, könnte es natürlich daran liegen, dass erstmal diese Strafe hier bezahlt werden muss. Wir springen in den Social Media Bereich. Es geht weiter mit Facebook, Instagram und WhatsApp. Und zwar hat ein deutsches Gericht bei einer Patentklage BlackBerry Recht gegeben und verbietet somit einzelne Produktinhalte oder möchte die verbieten von den genannten Applikationen, das heißt von WhatsApp, von Instagram und Facebook. Aber jetzt Achtung, keine Panik, ihr müsst euch jetzt nicht Gedanken machen, dass euer Handy abgeschaltet wird oder euer Facebook-Account gesperrt wird oder sonst was. Das Ganze wurde wieder hyperdramatisiert. In der Süddeutschen Zeitung stand was darüber, dann aber auch über den gängigen Online-Portalen, wo man halt die News dazu rausfindet. Und natürlich ist es jetzt nicht so, dass euer WhatsApp gesperrt wird, euer Facebook oder sonst was. Sondern es ist einfach so, dass es wohl ein patentrechtliches System dahinter gibt, dass bestimmte Chatverläufe oder Nachrichtenverläufe, die zum Beispiel über einen Messenger geschrieben worden sind, dann automatisch an einen E-Mail-Verteiler weiterzuleiten sind. Dieses Patent hatte sich wohl BlackBerry gesichert und hat daraufhin eine Patentklage halt gegen Facebook, also den Haupt-Facebook-Konzern, wo ja Instagram und WhatsApp mit dazugehören, eingereicht. Das Ganze ist halt auch vor dem Europäischen Gerichtshof durchgekommen. Das heißt, entweder ist es jetzt so, dass Facebook, also der Facebook-Konzern, eine Strafe bezahlt. Pro Patentverletzung sind das ungefähr 1,3 Millionen Euro, was wohl geschätzt wurde. Facebook hat aber mittlerweile schon angekündigt, dass in den jeweiligen Applikationsinhalten die Patentverletzungen umgangen werden, indem die Software umgeschrieben wird. Dann gibt es keine Patentverletzungen mehr und bis dahin werden dann diese Funktionen, ich sag mal, umgeschifft. Einen richtigen Wirkungsgrad dahinter werdet ihr wahrscheinlich nicht feststellen. Mein WhatsApp funktioniert noch, euers wahrscheinlich auch. Von daher, hier wurde wieder ein riesengroßer Popanz aufgeblasen, weil man ja dadurch eine Schlagzeile generieren konnte. Bei mir seid ihr aber informiert, passiert erstmal nichts, bis sich da wirklich dann halt durch dieses Gerichtsurteil was verändert wird. Entweder noch 6 Monate vergehen oder es passiert gar nichts, weil die Patentverletzungen im Hintergrund durch eine Software-Update einfach geregelt werden. Fertig. Ja, als nächstes springen wir mal zur deutschen Telekom und ins deutsche Glasfasernetz. Wie ihr schon in einigen anderen Computer-Gaming-News ja von mir erfahren habt, bin ich ja sowieso sehr enttäuscht, was die deutsche Industrie angeht, was den Breitbandausbau angeht, was generell Glasfaser angeht in Deutschland, weil ja alles hier verkackt ist, kann man einfach mal knallhart so sagen. Wenn man in Brandenburg unterwegs ist und man ist zu weit von einem Funkmast entfernt, hat man kein Netz, man kann nicht telefonieren, kein Handy, kein Funkinternet. Das also mit den sogenannten Abgehängten, was immer so in den Medien suggeriert wird, das gibt es halt tatsächlich. Ich bin ja viel im Außendienst unterwegs, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Es gibt nun aber von der Telekom und EWE eine Initiative, den Norden Deutschlands, das heißt also eher so Ostfriesland und so über Hamburg, Schleswig-Holstein, endlich mit Glasfaser auszubauen. Es gibt also eine Initiative von der Deutschen Telekom und von EWE,
den Norden, das heißt also oben so über Hamburg, Ostfriesland, Schleswig-Holstein mit Glasfaser auszubauen. Das Ganze hat den Hintergrund, dass natürlich der Glasfaserausbau in Deutschland endlich vorangetrieben werden soll. Es gibt da aber wieder gewisse Grundregeln, die halt die Bundesnetzagentur vorgibt. Hier dürfen zum Beispiel keine Ballungsgebiete weiter ausgebaut werden, also dort, wo so, beispielsweise Hamburg ist jetzt wieder das beste Beispiel, wo sowieso ja schon Kabelinternet oder Kabelverbindungen da liegen, da muss ja jetzt nicht nochmal Glasfaser verlegt werden, sondern die Fokussierung soll natürlich sein auf den ländlichen Raum und man will auch hier in dem Moment die Netzanbieter zwingen, dort in nicht so lukrativen Gegenden halt neue Kabel zu verlegen. Was am Ende bei rauskommt, werden wir später rausfinden oder dann halt auch sehen, oder wenn ihr halt in einen solchen, ich sage jetzt mal Funklöchern wohnt, werdet ihr es ja spätestens dann merken, wenn ihr eure 16.000er DSL-Leitung mal auf 50.000 oder 100.000 upgraden könnt. Bleibt auf jeden Fall damit dran dabei, schaut euch die News dazu dann an. Ihr könnt das auch wie gesagt hier unten in der Videobeschreibung in den Details nachlesen. Würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dazu mir noch vielleicht einen Kommentar da lasst, weil ich persönlich finde das mit dem Internetausbau wirklich sehr peinlich, was Deutschland angeht. Wir sind hinter Ecuador, was den Breitbandausbau und den Funkausbau angeht, weil alle anderen Länder, die scheißen einfach auf diese sogenannte Handystrahlung. Da wird an jeder 5 Kilometer ein großer Funkmast aufgebaut und dann hat sich das Ganze erledigt. Ja, wir bleiben nochmal bei den sozialen Medien. Zu guter Letzt geht es nochmal um den Facebook-Konzern und zwar aber eigentlich um die deutsche Gesetzgebung. Ihr hattet es ja letztes Jahr mitbekommen, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz wurde ja verabschiedet und dahingehend sollten ja bestimmte Beiträge, also Hassbeiträge, wo immer noch keiner weiß, hatte ich ja auch schon mal in meiner letzten News drüber gesprochen, was das eigentlich sein soll. Hassbeiträge und ja, bösartige, volksverhetzende oder volksschädigende Inhalte müssen jetzt an eine gesamte Stelle übermittelt werden. Dazu sollen jetzt also Facebook, Twitter und auch die anderen sozialen Medien anhand der deutschen Gesetzgebung dazu verpflichtet werden, bestimmte Beiträge direkt an eine Behörde zu melden. Das heißt, in den Details steht, glaube ich, drin, Volksverhetzung, also wenn jemand ein Hakenkreuz oder sowas postet unter einem Twitter-Bild oder sowas, wo man sich immer nur hier denken kann, oder wenn jemand so Heil Hitler schreibt oder sowas, also diese Sachen sollen dann gemeldet werden und das Wichtige daran ist einfach, die Internetanbieter, also euer Internetprovider ist jetzt aufgrund dieser Gesetzgebung dazu gezwungen, eure Internetverbindungsdaten an jeweilige Behörde und eventuell Polizei oder Staatsanwaltschaft weiterzugeben. Das heißt, es können IP-Adressen gescannt werden, es können eure Verbindungsdaten ermittelt werden, weil die Verbindungen über den Internetprovider, sei das jetzt die Telekom, sei das jetzt beispielsweise 1&1, Vodafone, Unity Media, Kongstar oder worüber ihr auch immer surft, dass diese Daten halt ermittelt werden und dass diese Daten dann halt auch an die Behörde weitergegeben werden. Und dann könnte es natürlich sein, hier den falschen Beitrag mit einem Daumen nach oben auf Twitter geliked und schwuppdiwupp steht die Polizei vor der Tür. Dahingehend kann ich euch nur empfehlen, besorgt euch im Vorfeld, wenn ihr wisst, dass ihr in Kreisen oder in WhatsApp-Gruppen unterwegs seid, wo auch mal so ein politisch unkorrektes Bild geteilt wird, ja, von beispielsweise einer bestimmten Person, die eine andere Hautfarbe hat und eine Banane isst und dann kommt da so ein Spruch wie dazu oder sowas, ja. Dann könnte es natürlich sein, dass ihr dafür angekreidet werdet. Um da nochmal sicher zu gehen, dass ihr für sowas nicht erwischt oder angeklagt werdet, nutzt einen VPN. Ich kann euch das immer nur wärmstens ans Herz legen. Bedeutet, nutzt eine gängige Software, also über einen gratis VPN-Anbieter, da gibt es genug im Internet. Oder ihr geht einfach über den Tor-Browser, also über das Tor-Netzwerk und verbindet euch darüber und seid über den Onion Ring Client verbunden. Generell aber immer bevor ihr den Webbrowser öffnet, das heißt natürlich bevor ihr euch ins Internet einwählt. Zuerst ins VPN, dann ins Internet, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dann kann auch nur mit größtem Aufwand. Ich will nicht sagen, dass ihr da nicht verfolgbar seid, aber die Nachverfolgung von Personen, die halt sozusagen so einen Facebook-Beitrag dann da liken, zurückzuverfolgen über den Onion Ring, der dann beispielsweise über Singapur, Alaska, Norwegen, dann nach Indien und zum Schluss dann nach Deutschland geht, über 7 verschiedene Schnittstellen, den zurückzuverfolgen, ist für so eine, ich sag jetzt mal, Instanz oder für so eine Behörde viel zu aufwendig und dann machen die das auch nicht und dann könnt ihr auch dort wieder, also auf den Beiträgen, wo ihr liken wollt, da könnt ihr dann auch wieder liken, ohne die Gefahr zu haben, dass plötzlich FBI Open Up bei euch da ist. Ja,
Ansonsten war es das dann soweit mit den Computer Gaming News für heute. Ich bedanke mich natürlich wieder für eure Aufmerksamkeit. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert kostenfrei meinen Kanal, wenn ihr noch kein Mitglied seid. Wie gesagt, das ist kostenlos auf Ehrenbruderbasis, ohne Verpflichtungen. Einfach ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren, dann werdet ihr informiert, wenn das nächste Video kommt. Mein Kanal-Update-Video hattet ihr letzte Woche gesehen gehabt. Die Computerteile sind leider noch nicht angekommen. Ich warte immer noch auf die Zulieferung von Mindfactory und von Tasting. Das wird aber wahrscheinlich noch entweder diese Woche oder nächste Woche passieren. Und ja, ich hoffe es, wie gesagt, noch vor Weihnachten. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich sehe euch beim nächsten Video, sei es jetzt bei den CGN oder bei meinen nächsten Computer-Unboxing-Videos. Stay real, bis dann, euer OsOk. Ciao!